Herzlich willkommen in unserer WG. Was uns super wichtig ist, ist Geschichten erzählen über Leute, die nicht dem entsprechen, was man in den Medien alltäglich so als normal verkauft bekommt. Wir wollen aber auch keine großen Dramen erzählen über Leute, die anders sind. Wir wollen einfach Leute haben, die teilweise nicht weiß und nicht heterosexuell sind und die ihren Alltag leben und vielleicht kleine Dramen und kleine Tragödien und kleine Abenteuer erleben, aber nicht die großen Selbstfindungsgeschichten durchmachen müssen, weil das unser Alltag ist und wir den so in den Medien bisher noch nicht repräsentiert gefunden haben. Deshalb haben wir uns gesagt, lasst uns Geschichten erzählen, in denen queere Leute vorkommen, ohne eine queere Geschichte zu erzählen. Lasst uns diese Webserie machen und wir hoffen, dass ihr damit genauso viel Spaß habt wie wir. Das ist die Tür zu Maltes Zimmer. Dahinter sehen wir nicht Maltes Zimmer, denn wir sind beim Film. Ich bin Robin Czerny, 30 Jahre alt, ausgebildeter Schauspieler, lebe in Berlin. Ich verkörper die Rolle des Malte. Malte ist eigentlich derjenige, der das meiste Geld verdient, der überhaupt Geld verdient mit dem, was er macht und relativ erfolgreich ist mit seiner Fotografie und seinem Blog. Aber vor allen Dingen ist Malte jemand, der sehr gerne lebt und Spaß hat. Und Malte ist außerdem pansexuell, das heißt, er interessiert sich nicht dafür, welches Geschlecht der Mensch hat, sondern wenn die Person gut aussieht, dann versucht er auf Teufel komm raus zu flirten. Ah, wo Menschen bei der Arbeit sind? Hallo, ich bin bei der Arbeit. Das ist jetzt noch Lottas Zimmer. Wenn wir Lottas Zimmer abgelegt haben, wird das Maltes Zimmer. Und wir tun dann einfach so, als wären Fenster an andere Stellen. Hier wohnt Merle und da ist absolut nichts dahinter. Aber zum Glück sehen wir Merles Zimmer ja. Ich bin Alexandra Schiller, bin Schauspielerin und spiele hier die Rolle der Merle. Merle ist eine sehr fähige junge Frau in der Mitte ihrer 20er, die allerdings so ein kleines Problem hat, nämlich dass sie ihr Leben schon komplett ausgeplant hat und ihr Freund Hendrik, dem gefällt das irgendwann nicht mehr und er macht Schluss mit Merle und Merle findet dann quasi einen Weg, um über sich herauszuwachsen. Gehen wir in das Zimmer von unserem Bestseller-Autoren Johannes. Auch hier Menschen bei der Arbeit. Wir sehen, wie Johannes mobile Flottrad zusammengebaut wird. Das ist unser Ausstattungsteam oder Teil davon. Hallo. Hallo zur Kamera. Hallo. Lassen wir uns auch wieder in Ruhe. Ich bin Christian Mechewka. Ich spiele hier bei Quasi Normal den Johannes. Johannes würde sich niemals als merkwürdig bezeichnen, aber Johannes ist einfach ein bisschen schräg, ein bisschen verschroben. Er ist natürlich das Abziehbild des Schriftstellers, der allein in seiner Dachkammer sitzt und nicht gestört werden möchte. Johannes ist der still ist, aber der unglaublich loyal ist für seine Freunde. Und hier sehen wir die Tür zu Lottas Zimmer, wohin das sich nicht Lottas Zimmer verbirgt, da wir das unten schon gesehen haben. Also mein Name ist Linda Schule. Ich spiele die Lotta. Auf eine Art ist sie die WG-Mutti, die sich immer um alle kümmert und auf die andere Art schlägt ihr Bedürfnis dafür, dass es immer allen gut geht, in eine unendliche Energie um, die sie dafür einsetzt, allen Menschen auf der Welt zu helfen, denen es irgendwie schlecht geht. Keinem soll es richtig schlecht gehen, alle sollen was zu essen haben, alle sollen mit den Leuten zusammen sein dürfen, mit denen sie zusammen sein wollen. So, alles, was ihr jetzt bisher in diesem Startnext-Video gesehen habt, sind zwar zum Beispiel Räumlichkeiten, die uns umsonst zur Verfügung gestellt wurden, aber die wir trotzdem auf eigene Kosten mit dieser ganzen Ausstattung gefüllt haben. Da kommen noch Kostüme hinzu, das Ganze hat 6 Episoden. Da ist eine ganze Menge Ausstattungskosten, die wir erstmal vorgestreckt haben. Gleiches gilt für Schauspieler-Anreisekosten und Catering-Kosten und so weiter. Das ist ein ganzer Batzen Geld. Wir wollen aber diese Webserie machen. Wir wollen euch die hinterher umsonst zur Verfügung stellen und fänden es großartig, wenn wir das so hinkriegen, dass wir dieses Ding zu Ende machen können und ihr geht dann ins Internet, macht 2 Klicks und sagt, geil, eine Webserie.